MJ Update ist zurück aus der Sommerpause. Ich freue mich, ich sitze hier heute wieder vor gewohnter Kulisse vor meinem CD-Regal, das ich ja im Sommer auch neu sortiert habe. Und ich finde, das sieht jetzt richtig gut aus. Also ich bin da richtig von begeistert. Vor 2-3 Wochen habe ich euch ja mitgenommen nach Bergisch Gladbach zu einer Vorstellung von One Night of MJ. Dort habe ich Jennifer Batten und Wendell Gammer getroffen. Ein hervorragender Michael Jackson, eine hervorragende Tribute-Show mit über 20 Darstellern auf der Bühne, mit Orchester, Live-Gesang, da kommt nichts vom Band. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, einfach mal auf meinem Kanal MJ Update Folge 40 anschauen. Ja, und auch die Folge ist mittlerweile sehr erfolgreich, über 1000 Abrufe. Vielen Dank nochmal an euch, dass ihr ja mein Material hier so fleißig schaut. Und ja, heute geht es aber mal wieder weiter mit einer normalen Folge von MJ Update. Und zwar eine Fortsetzung von Sie haben gesagt. Also es geht wieder um Geschichten, Anekdoten von anderen Künstlern, die irgendetwas über Michael Jackson schon mal gesagt haben. Letztes Jahr im September gab es die erste Folge von Sie haben gesagt. Heute geht es weiter. Ich habe von letztes Jahr September bis dieses Jahr Oktober wieder alles gesammelt, was so an Meldungen reingekommen ist. Pamela Anderson werden wir hören, Carlos Santana, Mariah Carey, Jay-Z, die Presley-Familie ist dabei. Also ganz viele News. Ich habe hier auch schon ein paar Sachen stehen. Da wisst ihr schon, in welche Richtung das heute geht. Wir hören uns heute mal an, welche Anekdoten sind in den letzten 12 Monaten über Michael Jackson erzählt worden. Und ja, lasst uns keine Zeit verlieren. Es geht in den Trailer und danach geht's los. Viel Spaß! MJ Update by Harry, so heißt dieser Kanal. Ich bin euer Harry oder Harry. Mir ist egal, ob ihr die deutsche oder englische Aussprache verwendet. Ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn ihr mich irgendwo seht und ansprecht. Bei One Night of MJ in Bergisch Gladbach haben mich ja ein paar von euch erkannt und wir hatten da auch nett geplaudert. Schöne Grüße gehen hier raus. Heute geht es aber hier mal wieder um ein Thema, was ich schon mal letztes Jahr im September angefangen habe, eine neue Rubrik, die ich jetzt sozusagen fortsetze. Sie haben gesagt, so hieß eine Rubrik in der Michael Jackson Fanzeitschrift Black and White, die es in den 90ern gab. Und dort wurden immer Anekdoten erzählt über Michael Jackson, die andere Künstler, Kollegen oder Familienmitglieder über Michael erzählt haben. Und so erleben wir das ja immer wieder, dass Künstler irgendwo in Talkshows eingeladen werden, in YouTube-Shows oder Bücher rausbringen oder auf ihren Instagram- oder Social-Media-Kanälen irgendwas über Michael Jackson erzählen. Und das habe ich jetzt mal wieder seit September letzten Jahres bis jetzt zusammengetragen. Und da gehen wir jetzt mal alle Meldungen durch. Und wir starten mit einer Meldung vom 4. September 2024. Da gab es die Meldung von The Almanac of Rap. Das ist eine YouTube-Sendung, die lief Ende August. Und am 4. September habe ich die Meldung gehört, dass Rodney Jerkins, der Produzent, der ja auch maßgeblich an Invincible mitproduziert hat, eine Geschichte erzählt hat, wie Jay-Z und auch Brandy, die Sängerin, Michael getroffen haben. Dabei erzählte er mehr über Jay-Z und erinnert sich, dass es halt rund um die Aufnahmen vom Invincible-Album entstanden ist, das damals aufgenommen wurde. Und Rodney bekam einen Anruf vom Big Chuck und Big John, der heute CEO von Sony ATV ist. Und die beiden kamen auf Rodney Jerkins zu und sagten ihm, du, Jay-Z will unbedingt Michael treffen. Kannst du da was arrangieren? Und er hat sich dann da auch drum gekümmert, dass die sich bei den Invincible Sessions kennenlernen konnten. Und er beschreibt das Ganze so, das war das Bescheidenste, was ich je gesehen habe. Ich kenne Jay-Z als so cool und man konnte sehen, dass es eine andere Sache war, als er mit Mike zusammenkam. Beim Hot Summer Jam 2001 überraschte Michael denn ja auch Jay-Z, oder Jay-Z überraschte das Publikum, dass Michael mit dabei war.
und You Rock My World hat Jay-Z ja dann letztendlich auch einen Remix zu beigesteuert. In der gleichen Zeit hatte auch Brandy Michael das erste Mal getroffen. Michael ist ja auch auf ihrem Album Full Moon zu hören bei einem Song im Background. Und er beschreibt die Situation, dass Brandy, als er gesagt hatte, du kannst Michael treffen, ist sie zusammengebrochen erstmal, weil sie das gar nicht glauben konnte. Das sind so zwei kurze Anekdoten, die Rodney Jerkins letztes Jahr im September über Jay-Z und Brandy erzählt hatte. Am 7. Oktober 2024 ist dieses Buch hier erschienen, geschrieben von Lisa Marie Presley und Riley Keough. From Here to the Great Unknown, oder wie es auf Deutsch heißt, von hier ins Ungewisse. Die Beziehung von Lisa Marie Presley und Michael Jackson wird hier ab Seite 120 behandelt. Kapitel 5, Mimi heißt es. Lisa Marie beschreibt hier die Situation, dass sie Michael Jackson als Sechsjährigen, als Familienmitglied der Jackson 5 kennenlernten. Mein Dad trat im Hilton auf und die Jacksons irgendwo in der Nähe und Michael erinnerte sich, dass sie sich hinter der Bühne mal trafen. Aber sie konnte sich daran überhaupt nicht mehr erinnern. Lisa Marie beschreibt hier weiter die Situation, wie Michael versucht hat, über die Jahre Kontakt mit ihr aufzunehmen. Eine Geschichte ist hier kurz bevor sie mit ihrer Heirat zu Danny, also ihren ersten Mann, mit dem sie auch die 2 Kinder bekommen hat, Kontakt aufzunehmen. Daraus wurde aber nichts, weil eben zu der Zeit war sie eben schon anderweitig liiert. Sie beschreibt hier weiter die Situation, wie sie Michael das erste Mal kennenlernte. Sie hatte ein Demo aufgenommen mit eigenen Songs und Michael hatte sich das angehört. Er bekam das wohl irgendwie in die Finger und hat sie tatsächlich zu sich eingeladen. Und sie beschreibt hier, dass er tatsächlich alleine mit ihr war und dass er ganz dezent und extrem nett war. Sie erzählt auch hier, bei diesem ersten Treffen hat es Klick gemacht zwischen den beiden und sie haben danach ständig telefoniert, die haben sogar so ein geheimes Anrufsignal ausgemacht. Wenn es 3-mal klingelt, dann weiß man, da ist Michael dran oder Lisa Marie umgekehrt. Und zuerst dachte sie, der Typ ist einsam. Und dann merkte sie irgendwann, nee, der ist hinter mir her, also der will wohl mehr. Sie besuchten zusammen Freizeitparks, auch mit Dannys Bruder, der dabei war als Assistent, aber sie verbrachte die Zeit ausschließlich mit Michael. Und dann kamen im August die Belästigungsvorwürfe gegen Michael Jackson. Also das hier ist alles vorher passiert. Und in dieser Zeit beschreibt sie, dass sie Michael sehr nahe stand. Sie hatte ihn alle 2 Tage angerufen und hat Michael signalisiert, dass sie für ihn da ist. Im nächsten Absatz beschreibt sie die Situation, wie sie Michael danach wieder in Las Vegas traf. Sie verbrachen da wohl eine längere Zeit zusammen. Sie haben Filme Der Weiße Hai geschaut und sie haben viele lange und tiefe Gespräche geführt. Und Lisa Marie beschreibt die Situation, dass sie ihn verstand. Und Michael konnte sich hier auch noch genau an das erste Mal erinnern, als er sie traf, als er noch Mitglied der Jackson 5 war. Er wusste, was sie für ein Kleid anhatte und sie wunderte sich, mein Gott, warum kannst du dich daran noch erinnern? Und sie beschreibt hier auf Seite 123 dann auch die Art und Weise, wie Michael ihr seine Liebe gestand. Das war eben auch in dieser Zeit, wo sie in Las Vegas waren. Die Beziehung zwischen Lisa Marie und Danny war eher am Kriseln, wie sie das hier beschreibt. Und Michael hat dann irgendwann das Licht ausgemacht und im Dunkeln ihr gesagt, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber ich habe mich total in dich verliebt, ich möchte dich gerne heiraten und so weiter und dass du die Mutter meiner Kinder wirst. Und das konnte sie dann erst gar nicht glauben, aber sie spürte, dass auch sie sich in ihn verliebt hatte. Und Michael überließ ihr dann sozusagen die Entscheidung, wie sie damit umgehen sollte, wie es weitergeht. Hier wird es dann sehr intim auf Seite 125. Da kommen dann für Vermutungen von Lisa Marie über Michael Jacksons Jungfräulichkeit. Da geht es dann auch so ein bisschen um das Sexualleben. Ich weiß, das interessiert alle, aber muss man das sagen? Ich weiß es nicht. Ich finde es komisch.
Die Tochter von Lisa Marie, Kylie, reflektiert hier auch nochmal, beschreibt hier nochmal, dass Michael mitten das Herz ihrer Mom getroffen hatte. Sie wollte ihn in Ordnung bringen und spürte, dass er unverstanden war, ein Gefühl, das sie sehr gut kannte. Und die Kinder, beziehungsweise in der Lisa Marie Family nannten sie alle Michael Mimi, deshalb heißt das Kapitel auch Mimi, weil es da um Michael ging, das war sein Spitzname. Und der Grund, dass sie auf Mimi kam, war, weil ihr Bruder Michaels Namen nicht richtig aussprechen konnte. Naja, und die Welt änderte sich, sie ging erstmal aus der Schule, weil eben die Presse überall war und naja, sie beschreibt hier halt so wie der Alltag sich da entwickelt hatte. Michael sang häufig für uns. Für meine Mom sang er den Bart Simpson-Song Lisa. Für Ben das Lied Ben, also ihr Bruder Ben. Seine erste Solo-Nummer 1-Hit. Und für mich sang er You Are Not Alone. Lisa Marie beschreibt hier auch noch, wie damals das Interview mit Diane Sawyer war, das er ja zusammen mit Michael Jackson zur Promotion des History-Albums gemacht hat. Und hier hatte sie ja auch ganz klar gesagt, dass sie Michael für unschuldig hält. Und daraufhin hat sie sogar eine Klage vom Chandlers bekommen, der ja Michael erpresst hatte im Vorfeld. Und diese Klage hat sie letztendlich gewonnen. Das ging dann bis zu einer eidesstattlichen Zeugenaussage, welches Lisa Marie Presley denn gewann. Also sie hatte keine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschrieben. Wie wir ja heute wissen, hat Michael das ja unterschrieben. Deshalb gibt es ja auch gerade diese Probleme beim Biopic offenbar. Und Lisa Marie Presley aber nicht. Und deshalb hat sie hier auch einen Prozess gewonnen gegen die Chandlers. Und danach ging es eben halt dorthin, dass die Beziehung dann ja zu Ende ging. Ein Jahr lang lebten sie im Rausch der neuen Liebe. Und das Ende kam dann letztendlich, als sie in Südafrika waren. Danach wurde ihr klar, dass sie die Beziehung enden müsse. Jahre danach rief Michael ihre Mom wieder an. Die hatten wohl den losen Telefonkontakt. Und Michael erzählte ihr wohl hier, alle um mich herum wollen mich umbringen. Und das war eines der letzten Gespräche, das sie mit ihm führte. Ja, dieses Buch beinhaltet viele Geschichten über Lisa Marie Presley, aber auch Riley Keough, die Tochter von Lisa Marie Presley, wie sie mit Michael Jackson zusammen gelebt haben. Hier wird die Geschichte erzählt. Lisa Marie erzählt selbst ihre Geschichte, wie sie damals mit Michael zusammenkam, wie sie sich kennengelernt haben. Und immer wieder erzählt auch Riley, wie sie diese Geschichte zwischen ihrer Mutter und Michael Jackson erlebt hat. Sie schreiben sehr positiv, sie sind sehr neutral auch, aber Riley bezeichnet halt auch das Zusammenleben mit Michael als absolut wertschätzend, dass sie auch Neverland als Zuhause nennen konnte. In einem Interview sagte sie auch, zu der Zeit, als das Buch rauskam, ihre Mutter war wahrhaftig und wie verrückt verliebt in Michael Jackson. Sie war wirklich besessen von ihm. Ich erinnere mich, wie sie ins Bad ging, um sich zu schminken und um sich für ihn in Schale zu werfen. Sie betete ihn einfach an. Ich kann nur sagen, dass er nur freundlich und liebevoll zu meiner Familie war und ich sah sie in einer scheinbar sehr liebevollen Beziehung. Ich denke, dass unsere Normalität wahrscheinlich ein bisschen anders war, aber für mich fühlte es sich in meinem Leben normal an. Also sie beschreibt diese Beziehung als außerordentlich gut und sie hatten eine tolle Zeit. Ja, mit diesen Anekdoten und Geschichten, also das Buch kann ich nur empfehlen, auch nicht nur deswegen, auch um die Beziehung zwischen den beiden zu verstehen. Und auch das Leben von Lisa Marie zu verstehen, was ja auch ein Stück weit tragisch ist. Also das Buch hat von mir auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Auch wenn halt dieser Aspekt, ja, muss man jetzt wissen, ob sie vermutet oder ob sie es weiß, dass Michael gesagt hat, dass er noch Jungfrau war. Naja, das ist halt auch so eine Geschichte, das muss man das mit reinbringen. Aber gut, die Lisa Marie ist auch nicht mehr da, um sich dazu zu äußern. Aber vielleicht kommen wir später ja noch zu Priscilla.
Eine neue Geschichte vom 8. Oktober. Suzanne The Pass, die damals ja PR-Beraterin bei Motown Records war. Sie ist heute 78, hat auf Page 6 ja ein Interview gegeben. Sie erinnert sich an Besuche von Michael Jackson, der mit seiner Schlange, mit seiner Boa Constrictor Muscles vorbeikam. Sie war total schockiert und sagte: Michael, hast du den Verstand verloren? Du bringst dieses Ding hier nicht in mein Haus. Sie einigten sich, dass Muscles auf einer Couch Platz nehmen konnte. Und als er wieder ging, fragte er nach, ob er die Bezüge mitnehmen solle. Und sie sagte: Nein, nein, nimm nur alles mit. Du kannst alles haben. Geht einfach, scherzte sie. Sie erklärte noch, wie sie damals 2 Wochen lang hinter Berry Gordy hinterher war, um ihn zu überzeugen, die Jackson 5 anzuhören. Sie bezeichnete, dass Michael Jackson eine andere Art von Kindheit hatte, aber er hatte eine. Er war ein Kind, er mochte Cartoons und er malte sehr gerne. Das hat sie hier auf Page 6 verraten. Am 14. Oktober gab es die Meldung von Bill Wolfer. Bill Wolfer auf seinem eigenen YouTube-Kanal hat er auch in letzter Zeit und auch danach immer mal wieder Videos veröffentlicht, wo thematisch irgendwas über Michael Jackson erzählt wurde. Bill Wolfer hat zum Beispiel was über Say 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 am 4.10.2024 veröffentlicht, aber auch Kurzgeschichten rund um Michael Jackson im April 25. Schaut gerne mal bei Bill Wolfer vorbei. So berichtet er hier Unterschiedliches über die Thriller Sessions, über einen großen Kakadu. Genau, und erzählt hier die Geschichte, wie dieser Kakadu aus Michael Jacksons Hand gefuttert hatte. Er hatte sich wie eine Statue hingestellt, Futter in die Hand genommen und dann kam irgendwann der Vogel angeflogen und aß aus seiner Hand. Und Bill Wolfer konnte das gar nicht glauben. Er erinnerte sich hier noch, wie Michael Jackson in seinem Landhaus zu Besuch war von Bill Wolfer und er wusste nicht mehr genau warum. Er nahm aber an, dass es was mit Muscles, den Song, den Michael Jackson für Diana Ross geschrieben hatte, zu tun hatte. Und Michael liebte es da zu schaukeln. Er saß dort auf der Schaukel und schaukelte. Er erzählte hier was von seiner Katze Joey, die wohl normalerweise immer wegrannte. Aber beim Michael rannte sie nie weg. Und er liebte Katzen. Und ihm kam das so ein bisschen vor wie in den Disney-Filmen, wo die Figur irgendwie alle Tiere magisch anzieht. Und das hier deckt sich so ein bisschen mit der Geschichte von Suzanne The Pass. Er beschreibt hier, dass er seine Schlange Muscles aber auch überall mit hinnahm. Er hatte Muscles auf den Schultern und er fragte hier noch so ein bisschen scherzhaft nach, ja, was ist denn die Schlange? Und ich weiß jetzt nicht, wer das sagt, aber jemand sagte, der isst Hasen und er fragte nach, ist der Michael dabei, wenn das passiert? Und dann, nein, der ist da nicht dabei. Michael guckt sich das nicht an. Am 23. Oktober, Paul Jackson Jr., ein Gitarrist, hat der GuitarWorld.com ein Interview gegeben und er erinnert sich an seine Arbeit am Thriller-Album zu Beat It, wie er die Bassline aufnahm und wie er im Refrain die Strophen verdoppelte. Also das ist so eine besondere Technik. Paul Jackson ist auch nicht verwandt mit den Jacksons. Eddie Van Halen spielte das Solo, aber der Rest stammte von Steve Lukather und von mir. Und das ist auch nochmal ganz interessant zu wissen, weil eigentlich bringt man ja immer nur Eddie Van Halen bei Beat It mit rein. Aber von ihm ist nur das Solo und Steve Lukather und Paul Jackson Jr. haben den Rest vom Beat It Song gemacht. Und er war einmal bei Destiny dabei und half auch beim Gitarrensolo zu Displays Hotel, oder das hat er sogar mitentwickelt. Ja, eine Meldung vom 13. November. People.com hat das aufgenommen, aber es gibt wohl auch eine Doku, eine MTV-Doku, Larger Than Life, Reign of the Boy Bands. Und Danny Osmond hat hier Vergleiche gezogen zu sich und Michael. Beide waren ja Mitglied von sehr erfolgreichen Boybands, die Osmonds oder Osmond Brothers, ich weiß gerade nicht, also die Osmonds waren auf jeden Fall auch sehr erfolgreich in den 70ern und immer das Gegenstück zu den Jackson 5.
Beide waren aber das 7. von 9 Kindern. Beide waren gleich alt, die Mutter von beiden sogar am gleichen Tag Geburtstag. Und er fand die Vergleiche zwischen den beiden nahezu unheimlich. Er und Michael hatten sich aber immer gut verstanden und oft ausgetauscht. Wir trafen uns und lachten und schwelgten in Erinnerungen über die Vergleiche und Ähnlichkeiten unserer Familie. MJ sagte einmal zu ihm: Danny, du bist wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt, der weiß, wie meine Kindheit ist. Mike erzählte mir eine Menge Geschichten über Joe, ohne genauer darauf einzugehen. Am 6. Januar 2025, jetzt sind wir im neuen Jahr, erinnert sich Pamela Anderson an ein Treffen mit Michael zurück. Sie war in ihrer Kindheit total verliebt in Michael gewesen und wollte ihn unbedingt heiraten. Als sie ihn später traf, war sie total enttäuscht, weil er sie nicht gefragt hatte, ob sie ihn heiraten möchte. Michael Jackson: Ich dachte, er würde mich heiraten wollen. Dann traf ich ihn und er hatte mich nicht gefragt, ob ich ihn heiraten möchte. Und ich war wirklich enttäuscht. Sie erzählt jetzt nicht, wann sie ihn getroffen hatte, ob sie da schon mit Baywatch erfolgreich war. Also darüber gibt es dann keine genauen Infos. Das Interview hat sie GoTV gegeben. Independent UK oder Independent Co. UK hat Carlos Santana ein Interview gegeben. 27. März, das war rund um sein Album-Release. Er hat ja eine Stranger in Moscow-Version auf seinem Album als Gitarrenversion veröffentlicht. Auch wunderschön anzuhören. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, hört es euch mal an. Und er sprach auf jeden Fall mit Independent in Großbritannien und er betonte sein Vertrauen in seine Unschuld. Santana gab selbst an, dass er Opfer von Missbrauch war. Die feindlichen, also er wird so ein bisschen spirituell, erzählt er, die feindlichen Kräfte auf diesem Planeten haben ein Ziel und das ist es, das Licht zu zerstören, sagt er. Michael Jackson hat sein Reichtum genutzt, um viel Gutes für Kinder zu tun und das hat diesen Kräften nicht gefallen. Die feindlichen Kräfte sind Satan, Luzifer und der Teufel, sagt Carlos Santana. Er glaubt, dass sowohl er als auch Michael eine Bedrohung für die Finsternis darstellen. Wir bringen so viel Licht, das andere inspiriert, ihr eigenes zu erkennen, erklärt er. Das ist keine naive Wohlfühlenergie, sagt er. Das ist das, was Miles Davis Motherfucker Energy nannte. Ja, das sind etwas... das hat auf jeden Fall Carlos Santana in dem Interview zu Michael gesagt. Beide sehen sich als das Licht und sehr spirituell und da gibt es sicherlich Kräfte, die das zerstören wollen und irgendwie hat er damit ja auch recht, ne? Weil die Kräfte, die gegen ihn gearbeitet haben, die Michael erpresst haben, aus verschiedensten Richtungen, irgendwie, ja, ist da was dran. Der Gitarrenspieler Dan Huff erklärte in einem Interview mit Vertex Effects, dort gab er ein Interview und dort erklärte er, dass er Gitarrenriffs auf I Just Can't Stop Loving You gespielt hatte. Und in dem Gespräch er wählte sehr sorgfältig aus, an welchen Stellen des Songs seine Gitarrenriffs platziert werden könnten, ohne die Struktur zu stark zu beeinflussen. Weil der Song halt sehr Keyboard-lastig ist, also Keyboard-lastiger als Gitarren-lastiger. Seine Riffs sollten den Schwung und den Charakter des Songs verstärken. Die von ihm gespielten Teile waren technisch nicht schwierig zu spielen, aber er betonte, dass es Geschick und musikalisches Gespür erforderte, sie unter diesem Druck zu entwickeln, den er damals hatte, als dieser Song aufgenommen wurde. Also hier eine Anekdote von Dan Huff, als er ja bei I Just Can't Stop Loving You für die Gitarre verantwortlich war. Der Schauspieler Joaquin Phoenix hat auf YouTube, ich weiß gar nicht wo genau, hat er auch erzählt, als er als 11-jährigen Michael Jackson am Captain EO Set traf. Seine stärkste Erinnerung hatte mit seiner Begegnung mit Michael Jackson zu tun.
Ich betrat die Bühne oder das Filmset und sie brachten mich zur Bühne. Dort waren in etwa 40 riesige Ventilatoren aufgebaut, die alle Luft bliesen und die lauteste Musik ertönte, die er jemals gehört hatte. Und das kannten wir ja von Michael, dass er bei seinen Videos die Musik immer aufdrehte. Das hat auch schon Jennifer Batten bei Come Together gesagt, als das aufgenommen wurde. Und er kam heraus und tanzte, etwa 3 Minuten lang. Die Kameras bewegten sich und es war die unglaublichste Erfahrung, die ich je gemacht hatte. So erinnert sich Joaquin Phoenix an sein Treffen mit Michael Jackson beim Captain EO Set. Das Interview war vom 30. Juli. Jetzt im August, 11. August, ja, Todd Bridges erinnert sich in einem People-Interview, wie er Janet Jackson datete. Und irgendwann ergab es sich auch, dass er mit Michael zusammen im Auto saß und Michael fuhr. Also er war der Fahrer. Als ich anfing, sie zu daten, musste ich alle Brüder kennenlernen. Für einen 16-Jährigen ist das kein Spaß. Du musst die Brüder kennenlernen und alle schauen dich komisch an. Wir standen vor dem Havenhurst Haus, das gerade renoviert wurde. Plötzlich kam Michael Jackson angefahren. Er sprang heraus und fing an zu singen. Because this is Thriller. Er fragte Janet, was macht er da? Ach, er singt an seinem neuen Album, sagte Janet. Und ja, so kam es dann auch zu einer Autofahrt. Ich sage Ihnen eins, mit Michael Auto zu fahren, war beängstigend. Die ganze Zeit dachte ich, bitte bring mich nicht um. Er fuhr wie ein Verrückter. Ich hatte Angst. Und er differenziert ja nochmal die Persönlichkeit on-stage oder off-stage. Also die Person, die wir alle kennen auf der Bühne und dann die Person hinter der Bühne. Wenn Michael auf der Bühne stand, war er ganz anders. Aber im wirklichen Leben war er einfach ein ganz normaler Mensch, beschreibt Todd Bridges Michael Jackson. Der Musikproduzent Mark Ronson erinnert sich am 17. September in einem Interview auch an eine Anekdote, die mit Michael Jackson zusammenhing. Das Far Out Magazine hat das Interview gegeben und seine Autobiografie heißt Night People. Und er erinnert sich, wie er als 13-Jähriger zusammen mit Sean Lennon eine Aftershow-Party mit Michael Jackson besuchte. Er erinnert sich, dass Michael ein riesiger Spaßvogel war. Sie haben Papierklumpen nass gemacht und aus dem Fenster geworfen und dort auf parkende Autos geworfen. Und ja, das ist die Geschichte, die er reflektiert. Er gibt aber auch mit, dass er sich heute nicht mehr so unbeschwert daran erinnern kann. Und da spielen die Anschuldigungen gegen Michael Jackson eine Rolle. Es ist zwar nichts passiert, aber er kann da heute nicht mehr so unbeschwert drauf zurückblicken. Im September gab es einige Meldungen über Michael Jacksons ehemalige Köchin Akasha, die in Los Angeles oder Culver City ein Restaurant führte, ein vegetarisches Restaurant. Und sie gab einmal den deutschen Malibus ein Interview, aber auch in dem The MJ Cast und erzählt da viele Anekdoten und Geschichten, wie sie mit Michael Jackson zusammengearbeitet hatte. Sie war in den 80er Jahren Köchin in einem Veggie-Restaurant, damals schon. Und sie kochte auf Havenhurst, war als Köchin bei der Bad und History Tour dabei. Später war sie nur noch an den Wochenenden auf Neverland im Einsatz, weil sie selbst auch ein Kind bekam. Sie besuchte Michael mit ihrer Tochter dort und sie sagte, dass ihre Tochter es auf Neverland geliebt hatte. Und als letztes traf sie Michael Jackson rund um die This Is It Proben, denn ihr Restaurant war um die Ecke der Culver Studios, wo Michael Jackson auch die Proben für die This Is It Proben noch gemacht hatte. Und sie erinnert sich dort an ein letztes Treffen mit Michael, wo sie ihm während der This Is It Proben ein Essen vorbeibrachte. Das ausführliche Interview könnt ihr in der MJ Cast Folge 182 euch anhören. Um den 20. September erschien Priscilla Presleys Biografie. Softly as I Leave You heißt sie. Und Priscilla Presley, im Gegensatz zu der Biografie von Lisa Marie und Riley Q, ihrer Tochter, geht
Priscilla mit Michael sehr negativ um. Also angeblich soll Lisa Marie Presley ihrer Mutter Priscilla gesagt haben, dass das alles nur ein PR-Stunt war von Michael Jackson. Und an dieser Version hält sich Priscilla Presley fest. Und dieses Buch liefert dahingehend nichts Neues, weil das ist das, was Priscilla schon seit Jahren in irgendwelchen Talkshows sagt. Also wie glaubwürdig das Ganze ist, das sind ihre Vermutungen, und dieses Buch, also diese Aussagen von Priscilla Presley sind auf jeden Fall im starken Gegensatz zu denen, was Lisa Marie Presley in ihrem Buch geschrieben hat. Ich selbst habe das Buch nicht gelesen von Priscilla Presley, das von Lisa Marie und ihrer Tochter, das hatte ich ja gelesen, das hatten wir ja eben schon besprochen, aber Priscilla scheint hier so ein bisschen... Ja, sie war ja noch nie gut auf Michael zu sprechen. Auch schon damals hieß es, dass sie das Ganze nicht gut findet. Michael wolle ihren Namen haben, den Presley-Namen, wo man sich halt auch fragt, warum sollte Michael Jackson Interesse haben, den Elvis Presley-Namen zu haben. Und die Beziehung, wie sie zusammenkamen und so weiter, das ist ja in Lisa Marie Presleys Buch eigentlich ganz gut beschrieben. Ich sehe hier so eine gewisse Frustration, ohne das jetzt im Detail gelesen zu haben. Ich habe aber das, was ich im Internet so wahrgenommen habe, auch bei MJ Vibe zum Beispiel, da gibt es einen ganz guten Artikel zu diesem Thema, wie die diesen Blick darauf sehen. Und obwohl Priscilla Presley so negativ über Michael Jackson schreibt, wurde sie im Prince Edward Theater in London, wo das MJ Musical stattfindet, dort durfte sie eine Signierstunde für das Buch machen. Und das finde ich natürlich total paradox. Warum bekommt Priscilla Presley den Raum auf einer Michael Jackson Bühne, ein Buch zu signieren und zu verkaufen, was sich eindeutig gegen Michael richtet? Das habe ich nicht verstanden. Es ist nicht verständlich, warum der Michael Jackson Estate Priscilla Presley diese Bühne gegeben hat. Ich weiß nicht, was für rechtliche Hintergründe es da gibt. Vielleicht, wenn so eine Anfrage gestellt wird, muss man den Raum dafür hergeben. Aber auch hier sieht man einen krassen Gegensatz. Die Interessen von Michael Jackson sollten in dem Fall über den von Priscilla Presleys Buch stehen. Also für mich ist das total unverständlich, warum Priscilla Presley an so einem Ort, also dass sie auch überhaupt dahin gegangen ist, wo Michael Jackson ja offenbar ihr Feindbild ist oder sie ihn zumindest nicht mag, und dann geht sie auf einem Ort, wo Michael Jackson gefeiert wird, um ihr Buch zu vermarkten, was sich nur negativ über Michael äußert. Also das ist etwas, was ich wieder nicht verstehe, und ich verstehe auch nicht, warum das zugelassen wurde. Da muss doch irgendwer, der Michael Jackson Estate, irgendwer muss es ja genehmigt haben oder zugesagt haben. Vielleicht wussten die Personen auch nicht, die sind schon davon ausgegangen, da wird was Gutes drin stehen über Michael. Aber das ist wieder so eine Sache, eigentlich jeder, der mit Michael Jackson zu tun hat, weiß, dass Priscilla Presley in all den Jahren sich nie großartig positiv über Michael geäußert hat. Sei es in Talkshows oder in irgendwelchen Dokumentationen und so weiter. Ja, das ist Priscilla Presley und das Buch von Lisa Marie und ihrer Tochter Riley Q. Das ist aber auf jeden Fall eine Empfehlung, und das habe ich eben ja schon gesagt. Am 24. September hat auch Slash den Far Out Magazine ein Interview gegeben, und hier erinnert er sich auch, Michael war bei den Proben sehr enttäuscht, als ich das erste Mal dort ohne mein Markenzeichen erschien und ohne seinen Zylinder. Michael legte sehr viel Wert auf sein Image. Er fragte ihn, ey, wo ist dein Hut? Slash, oh, den habe ich heute nicht dabei. Danach wurde nichts mehr gesagt. Ich sah die Enttäuschung in seinen Augen, beschreibt Slash die Situation. Er wunderte sich aber nicht darüber, dass MJ angepisst war. Er machte fantastische Musik und ich kümmerte mich nicht darum, ob die Kameras an waren. Wir beide waren halt total unterschiedlich, aber beide haben nun mal ihren Platz. Also so beschreibt Slash das erste Aufeinandertreffen von den beiden. Lionel Richie brachte am 1. Oktober seine Biografie Truly raus, und in dem Zusammenhang stürzte sich die Presse auf den Ausdruck, dass er es Michael Smelly nannte. Also zu Deutsch Stinker würde man das vielleicht übersetzen. Letztendlich
erklärt Lionel Richie jetzt auch im Nachgang in mehreren Interviews, dass Michael halt viel unterwegs war. Er hatte oft dieselben Kleider an. Er konnte nicht einfach in Stores gehen und Kleidung kaufen. Und deshalb roch er manchmal und deshalb hat er diesen Spitznamen Smelly von Lionel bekommen. Aber das ist jetzt auch nicht wirklich neu, das weiß man als Fan. Also wir haben das ja schon häufiger gehört, dass Michael Smelly genannt wurde. Michael hatte ja verschiedene Spitznamen von unterschiedlichen. Mimi haben wir eben gelernt bei Lisa Mary Presley. Ich glaube, Dodo gibt es noch. Die Neffen haben ihn Dodo genannt. Also es gibt ganz viele, Applehead gab es noch. Also es gab ganz viele Spitznamen. Und bei Lionel Richie war eben Smelly der Spitzname für Michael. In der Biografie gibt es noch mehr Hintergründe. Ich habe die noch nicht gelesen. Aber auch hier erklärt Lionel, sein Alltag war, wie man sagen würde, exzentrisch, wie dem eines zerstreuten Professors, aber irgendwie auch immer noch wie eines Kindes. Und ich glaube mal, dass in der Biografie vielleicht noch einige Anekdoten mehr über Michael drin stehen. Wenn ich da mehr drüber weiß, teile ich das hier mit euch. Am 7. Oktober brachte Mariah Carey ein neues Album raus. Das habe ich natürlich. Ich bin auch Mariah-Fan. Ich mag ihre Musik sehr gerne. Mariah hat ja bereits I'll Be There gecovert von Michael Jackson oder beziehungsweise von den Jackson 5. Sie war mit Michael zusammen bei What More Can I Give dabei. Dort singt sie. Und Michael erzählte auch 2002 auf der Killer Thriller Party in London, wie Mariah Carey zu Michael kam und sich dort über Tommy Mottola mit ihrem Ehemann, mit dem sie ja damals zusammen war, damals war Tommy Mottola der Sony-Chef und er war mit Mariah Carey verheiratet und Michael erzählte die Geschichte, dass Mariah zu mir kam und am Weinen war und sie erzählte, dass Tommy ein Teufel war und so weiter. Das sind so Geschichten, die Michael auf der Killer Thriller Party erzählt hatte. Auf YouTube sicherlich zu finden. Aber darum geht es jetzt gerade gar nicht. Bei Watch What Happens, so heißt es, hat Mariah ein Interview gegeben. Und dort sagte sie, dass sie ein Cover wohl aufgenommen hatte mit 9 Tonpassagen von ihr und im Background auch Michael. Also offenbar hat man Michaels Originaltape genommen und Mariah hat hier ein Duett gesungen von einem bekannten Song. Also es ist einer seiner Klassiker, wie sie sagt. Und da spekulieren jetzt natürlich viele, welcher Song ist das? Einige sagen, I Just Can't Stop Loving You hat sie bestimmt hier neu aufgenommen. Glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen. Damals hieß es ja bei den Michael Jackson and Friends Konzerten 99, dass Mariah Carey mit Michael zusammen She's Out of My Life singen wollte. Da gibt es ja auch Aufnahmen, wo She's Out of My Life in Seoul geprobt wurde. Da steht, glaube ich, Sade, die britische Sängerin Sade auf der Bühne und Michael probt mit ihr zusammen She's Out of My Life. Der Song wurde aber nicht live in der Show gesungen. Keine Ahnung warum, Mariah Carey kam wohl zu spät damals nach Korea oder der Flug hatte Verspätung, sodass das nicht geprobt werden konnte. Aber ja, jetzt vermuten einige, dass es eine Coverversion vielleicht von She's Out of My Life war, den sie hier auf ihr Album draufsetzen wollte. Wie wir es drehen und wenden, wir wissen es nicht. Mariah hat es nicht verraten. Sie sagt aber, sie hätte diesen Song sehr gerne auf diesem Album veröffentlicht. Aber der Michael Jackson Estate hat gesagt, nein, du darfst das nicht veröffentlichen. Sie haben irgendwas Großes vor für Michael. Da ist wahrscheinlich das Biopic gemeint und deshalb durfte Mariah den Song nicht veröffentlichen. Ja, also es ist wohl kein neuer Song und auch kein neues Material von Michael. Aber bei Mariah Carey ist es ja üblich, dass auf ihren Alben auch immer ein Coversong drauf ist. Und so hat sie Against All Odds von Phil Collins gecovert. I Want to Know What Love Is hat sie gecovert. Also es gibt I'll Be There natürlich, Without You, also eine ganze Reihe von Songs, die sie auf ihren Alben gecovert hat. Von Prince, The Beautiful Ones. Aber naja, jetzt haben wir kein Duett mit Michael und Mariah. Eigentlich hätte ich das zu Lebzeiten schön gefunden, wenn es von den beiden ein Duett gegeben hätte. Aber naja. Trotzdem, auch das Album von Mariah, das neue, ist auf jeden Fall hörenswert. Hört es euch mal an.
Ja, damit bin ich am Ende. Das waren alle Meldungen von letztes Jahr September bis jetzt gerade Oktober 2025, die zusammengekommen sind, die mit Michael Jackson zusammenhängen. Und damit bin ich am Ende von MJ Update Folge 41. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Anekdoten für euch dabei, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt im Laufe des Jahres. Manchmal ist es ja auch so viel, da geht auch schon mal was verloren. Ja, ich hoffe, ihr hattet eure Freude mit dieser Folge. Gerne hier mal wieder alles machen, was man so kann. Liken, abonnieren und naja, ihr wisst schon, was zu tun ist. Wir sehen uns wieder bei der nächsten MJ Update Folge. Und es stehen ja auch noch so ein paar Veranstaltungen statt. Am 24. Oktober die Kingvention in New York. In Graz findet auch noch ein Michael Jackson Happening statt in Österreich. Und Ende Oktober zu Halloween in Hamburg der Flashmob von Malibu und Stage Entertainment rund um das MJ, das Michael Jackson Musical. Und am 7. November findet in Köln wieder die Michael Jackson Night statt. Also einiges ist los noch in diesem Jahr. Vielleicht sehen wir uns irgendwo. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen Halloween- und gruseligen Oktober. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Ja, das Buch beinhaltet sehr viele Anekdoten, Geschichten, Hintergrundinfos wie Lisa Mary Presley, aber auch Kylie Q, so heißt sie richtig, Kylie Q. Ach, Riley Q. Ja, dieses an eine Meldung von 4. September 2025, also ist vom, ach, was rede ich denn da? Und wir gehen hier die erste Meldung durch vom, und wir gehen, ich bin total durcheinander, ich fange nochmal von vorne an. Das ist von 24. Scheiße. Kann ich eine 4 machen, weil sonst verspreche ich mich gleich wieder.